My name is Swami Bodhichitananda. I was asked to introduce myself and to tell who I am to start with. Mein Name ist Swami Bodhichitananda. Ich wurde gebeten zu sagen als kleine Einführung, wer ich bin. So I came into this body to find out who I am. In diesen Körper bin ich eingetreten, um herauszufinden, wer ich bin. That is the fundamental question that every being is asking them, every conscious being. Das ist die grundlegende Frage, die sich jedwedes bewusste Wesen stellt. And the final practice in spiritual life is to inquire, who am I? Und die letztendliche Praxis im spirituellen Leben ist auch mit der Frage nachzugehen, wer bin ich? Not in the story of who I am, but essentially. Nicht in die Geschichte dessen, wer ich vermeintlich sein mag, aber in die Essenz. Because the story is who I am not. Die Geschichte ist ja eher, wer bin ich nicht. But I will tell a little of the story also, just very quickly. Ein klein bisschen erzähle ich auch über die Geschichte. Später können wir vielleicht darüber noch ein bisschen mehr sprechen. I have an ashram in the Himalayas, 25 kilometers from Rishikesh. In den Himalayas, 25 Kilometer oberhalb Rishikesh, habe ich ein Ashram. I live alone in the forest next to a tiger reserve. Dort lebe ich alleine im Wald, direkt neben einem Tigerreservoir. And my ashram is eco-friendly. Mein Ashram ist umweltfreundlich. Before that, I was a Swami of, well, I am a Swami, but I lived in Shivananda Ashram in Rishikesh for 12 years before that. Davor war ich, nein, natürlich bin ich ein Ashram, aber davor habe ich für 12 Jahre lang im Shivananda Ashram in Rishikesh gelebt. So I came to Rishikesh in 1991. I've been there since. 1991 kam ich nach Rishikesh, seitdem bin ich dort. Rishikesh is where the Ganges leaves the Himalayas, and it's where Swami Shivananda has his ashram and organization, the Divine Life Society. Und Rishikesh ist der Ort, an dem die Ganga aus dem Himalaya herausfließt. Und Rishikesh ist der Ort, an dem Swami Shivananda seinen Ashram aufgebaut hat, die Divine Life Society. Before that, I was a monk in the ashrams of Paramahamsa Yogananda in California by the name of Self-Realization Fellowship. Und zuvor war ich im Ashram von Paramahamsa Yogananda in der Self-Realization Fellowship. And the head of that organization, the successor to Yogananda, Sri Dayamata, saw that I had been with Swami Chidananda previously, in previous lives, that there was a connection there. So she recommended I come to India and meet him. Der Kopf der Organisation und die Nachfolgerin Swami Yogananda, Sri Dayamata, sie hat erkannt, dass ich schon in vorherigen Leben mit Swami Chidananda zusammen war. Und so hat sie entschieden, ich möge ihn treffen. And then after coming to India, I met my Kriya Yoga master also, Swami Gyanananda Giri. He walked to India in 1952 from Switzerland to join Yogananda's ashrams. Und als ich in Indien angekommen war, habe ich auch meinen Kriya-Guru Swami Gyanananda Giri getroffen. Er ist von 1952 aus der Schweiz nach Indien gelaufen, um den Yogananda-Ashrams beizutreten. He's the one that told me to give Kriya Yoga to others. Er ist derjenige, der mir sagte, ich möge den Kriya-Yoga anderen weitergeben. And Swami Chidananda, the successor of Swami Shivananda in his organization, is the one that made me a Swami. Und Swami Chidananda, der Nachfolger Swami Shivanandas in dessen Organisation, das ist derjenige, der mich zum Swami gemacht hat. I have been asked to talk about how I came to India, how I came to the spiritual life, and talk a little bit more about my ashram and such like that.
Ich wurde ja gebeten, mir ein bisschen was zu erklären, wie ich nach Indien gekommen bin, wie ich zum spirituellen Leben auf den spirituellen Pfad gekommen bin und auch ein bisschen mehr über meinen Ashram. So in like 1975 to 78, I was studying architecture in college. 1975 bis 1978 habe ich am College Architektur studiert. And my best friend there, he was the class genius. Und mein bester Freund dort, er war der Klassenbeste. And we started studying the teachings of Gurdjieff, the mystic originally from Armenia, who had gone through many Sufi schools wandering in Asia in the early 1900s. Und so haben wir beide begonnen, die Lehren Gurdjieffs zu lesen. Gurdjieff ist der Mystiker ursprünglich aus Armenien kommend und der dann viele Sufi-Orden und Schulen durchwanderte und dort gelernt hat. And also, we had a course in architecture school, a one-year course on the history of architecture. Wir hatten auch am College innerhalb des Architekturstudiums ein Studienjahr, da ging es um die Geschichte der Architektur. And I saw that during the history of art and architecture, especially when cultures rise to a very complex state, that great genius is revealed, that sometimes reveals higher levels of reality through the art and architecture and the music. Und so habe ich gefunden, innerhalb der Architektur und der Geschichte der Architektur, wenn eine Kultur zu einem gewissen Grad involviert ist, dann auch ist ein gewisses Genitum darin involviert, dass die Dinge viel komplexer werden und der Ausdruck dessen sehr komplex wird. I also not only saw this in architecture, this kind of genius of a higher level, but I also heard it in music, certain types of music, where the musician, a great genius, can express some higher power and greater sense of complexity and even greater sense of consciousness through the music. Und das habe ich nicht nur in der Architektur gesehen, dass dieser größere, höhere Sinn und dieser Komplexität, das Geniehafte von einem Genie ausgedrückt werden kann. Das habe ich auch in der Musik so wahrgenommen. So even though I had no active search for God whatsoever or for the spiritual life, this showed me that higher levels of reality, consciousness, or if you call it God, that does exist and that we can manifest it in our own life. Auch wenn ich keine aktive Suche nach Gott, nach dem Spirituellen hatte, dann habe ich gesehen, wie sich die Dinge ausdrücken kann, wie sich das Höhere hier manifestiert. So my friend and I, the class genius Tom, he was the kind of genius who can fly, but has a hard time to stay landed. Und mein Freund, das Klassengenie Tam und ich, also Tam, ja, der hatte diese Art, dass er einfach gut fliegen kann, aber dass er ein bisschen Probleme hat, auch wieder sich zu erden und zu landen. And I was able to help him stay grounded, and he was able to help me fly. So that worked for both of us, and we were studying the teachings of Gurdjieff, and we decided to leave everything. Er hat mir geholfen zu fliegen und ich habe ihm vor allem geholfen, sich zu erden. Und das hat uns beiden geholfen. Und so haben wir beide eben entschieden, dass wir Gurdjieff studieren wollen. And we decided that the answers we were seeking could not be found in school. Und dann haben wir entschieden, dass die Antworten, die wir suchen, die können wir nicht in irgendwelchen Schulen finden. We had to go out and do it. Wir mussten rausgehen und das machen. And we felt that even though we were studying architecture, we decided that buildings had some kind of negative consciousness. Und obwohl wir die Architektur studierten, haben wir entschieden, dass Gebäude eine gewisse Art negatives Bewusstsein haben. So we could not sleep in buildings anymore. We had to sleep outside. Also konnten wir nicht mehr in Gebäuden schlafen, wir mussten außen schlafen im Freien. So we left everything, started wandering, and we were going to wander down the east coast of the United States to the Everglades, a swamp down in Florida, and build a bamboo hut for meditation. Und so haben wir uns entschlossen, alles hinter uns zu lassen und sind die Ostküste hinuntergelaufen nach Kalifornien und haben uns dort eine kleine Hütte gebaut. So it took us a long time. We just slept under trees, slept in parks, wherever we could find, and we begged our food.
Es hat uns viel Zeit gekostet und wir haben, wo auch immer wir schlafen konnten, haben wir geschlafen unter Bäumen und wir haben um unsere Nahrung gebettelt, gebeten. We would go into restaurants and get a cup of coffee, and then when people in the restaurant would leave their food, we would go eat the food off of their plates. Wir haben es so gemacht, dass wir in Cafés gegangen sind und wir haben uns einen Kaffee bestellt und wenn Menschen dann das Restaurant, die was bestellt hatten, verlassen haben und es war noch Essen auf dem Teller, dann haben wir das gegessen. And read the books of Gurdjieff. Und dabei haben wir dann die Bücher Gurdjieffs gelesen. Eventually we got to the Everglades, and my friend Tom believed that if a mosquito was to bite you, you should meditate on it and experience it. Letzten Endes haben wir die Everglades erreicht und Tam, mein Freund, hatte die Idee gehabt, dass wenn ein Moskito beißt, dann sollte man es zulassen und darüber kontemplieren. And we were chased in the night times by millions of mosquitoes. Und Millionen von Moskitos haben uns nachts hinter uns hergejagt. So finally this was too much for Tom. Letztlich war das dann zu viel für Tam. And he wanted to go home. Er wollte nach Hause gehen. So he had been, before coming to architecture school, Tom had been in another university, and he was part of an experiment in consciousness where the group was called the X Group. Und Tom, bevor er ans Architekturcollege kam, hat er an einer anderen Universität studiert gehabt, und dort gab es eine Experimentalgruppe, die haben bezüglich des Bewusstseinsdinge untersucht, und da war in einer Gruppe, in einer Arbeitsgruppe in der X Group. And so I went and joined that community. They had started a community, like a alternative lifestyle community. Und sie hatten eine Kommune alternativen Lebensstil gegründet gehabt, und so bin ich der beigetreten. Eventually, though, my first teacher came. His name was Sigurd Schmidt. Und dann kam letztlich, mein erster Lehrer, Sigurd Schmidt. His father had been a Nazi officer in the war, and Sigurd was so disturbed by this. Sein Vater war ein Nazi-Offizier im Krieg gewesen, und das hat Sigurd wirklich sehr durcheinander gebracht. So he came to the Baha'i faith. He felt that the Baha'i faith was the best path for mankind. Und so ist er zum Baha'i-Glauben gekommen und hat gedacht, der Baha'i-Glauben, das sei die beste Lösung für die Menschheit. The Baha'i faith teaches three main things: that God is one. Der Baha'i-Glaube lehrt drei Hauptdinge. Gott ist einer. And he reveals his teachings through his messengers, his prophets. And it's like going to school for mankind. It's called progressive revelation. So as mankind grows, whatever culture you're in, each prophet brings more knowledge. Und er offenbart oder legt offen die Lehren durch seine Propheten, und das ist wie so eine Art Schule der Evolution, und je mehr Menschen Propheten werden, desto mehr Wissen wird offengelegt. And now that the geographical barriers have broken down, where humanity is, all cultures are in contact with one another, the founder Baha'u'llah said we will eventually have a world civilization. Und der Gründer der Baha'i Faith hat dann gesagt, jetzt nachdem die Grenzen ein wenig niedergebrochen sind, werden wir wirklich irgendwann eine globale menschliche Gemeinschaft haben. So he said, mankind is one, though we are many different colors, speak many different languages, many cultures, it's essentially one mankind. Er hat gesagt, auch wenn wir verschiedenste Kulturen haben, verschiedenste Hautfarben oder Farben, an sich essentiell ist es eine Menschheit. And that all religions came from the same God. Und alle Religionen kommen aus demselben Gott. So God is one, man is one, religion is one. Gott ist eins, die Menschen sind eins, die Religion ist eins. The Baha'i faith had a lot of Sufi influences. Der Baha'i-Glaube hat viel Sufi-Einfluss. So I was very active for some years in the Baha'i faith. Und so war ich im Baha'i-Glauben für einige Jahre wirklich äußerst aktiv. But I had a problem with their concept of that the soul is created at conception but is eternal. Ich hatte ein Problem damit, dass die Seele bei der Empfängnis kreiert werden möchte, aber dass sie doch ewig wird. And that each person is born with a certain capacity.
Und dass jede Person mit einer gewissen Kapazität geboren ist. And I felt that that was not the just and fair God that I believed in. And I also strongly believe in free will. Und ich habe gemerkt für mich, das ist nicht der gerechte Gott, an den ich glaube, und auch glaube ich wirklich an freien Willen. So I felt that the only solution was reincarnation. Und für mich fühlte es sich an, die einzige Möglichkeit ist die Reinkarnation, die We Wiedergeburt. choose and create our own reality. Wir wählen und erschaffen unsere eigene Realität. And therefore we are completely responsible for ourselves. Und deswegen sind wir ganz und gar verantwortlich für tragen wir alle Verantwortung für uns selbst. So I moved out west to Arizona and got involved in the New Age movement. I went to trance-channeling schools to learn how to channel disembodied entities. Und dann bin ich weiter nach Westen gezogen und dort habe ich gelernt, wie man das durch einen einfach außerkörperliche Wesen gechannelt werden können. I helped build a health food cooperative. Und dort habe ich auch eine kooperative gesunde Nahrung mitgegründet. And I lived in a park under some trees. I slept on a piece of plywood. Und so habe ich auch in einem Park unter Bäumen geschlafen. This is the period where various entities appeared to me, such as gnomes and fairies. Angels came to give me certain type of blessings. I was attacked by a demon one time. So that was a specific period of these things coming to show me their presence. Und das war auch eine spezielle Periode, da haben mir gewisse Entitäten wie Gnome, Elfen oder auch Engel mir ihre Gegenwart gezeigt. But I knew that this was not the point of the spiritual life, so I moved on from that. I kind of inwardly told them, okay, I know you're there, but I don't need to see you anymore. Und ich habe dann verstanden, das ist nicht der Punkt, um den es in der Spiritualität geht. Und so bin ich nach innen, habe ich aus dem Inneren ihnen gesagt, okay, ihr seid da, aber ich kümmere mich nicht mehr um euch. And then I started living in a VW camper van in a park in San Diego, California. Und dann habe ich in einem VW-Campingbus übernachtet im Park in San Diego. And every day I would do yoga in the park. Jeden Tag habe ich Yoga im Park praktiziert. And one day I prayed to God, I've heard that Hatha Yoga is not true yoga. Please teach me true yoga. Eines Tages habe ich zu Gott gebetet, ich habe gehört, der Hatha-Yoga ist nicht der wahre Yoga. Bitte lehre mich den wahren Yoga. So within a few days, I found myself on the doorstep of the ashrams of Paramahamsa Yogananda Self-Realization Fellowship. Binnen einiger Tage habe ich mich dann an der Türschwelle dem Yoganandas Ashrams der Self-Realization Fellowship eingefunden. I met the head Swami and I told him I think I'm supposed to live here. Ich habe den leitenden Swami getroffen und habe ihm gesagt, ich nehme an, ich sollte hier leben. He said, well, you can't live here, but I maybe can get you a job in the construction department. He did. I stayed there for 2 years. Then I applied to be a monk. Und er hat gesagt, du kannst hier nicht leben, aber wahrscheinlich kann dich im Baudepartement unterbringen. Und so habe ich das gemacht. And I became a monk, but it became clear to the head swamis and the Sri Dayamata, the head of the organization, that I had been with Swami Chidananda of Shivananda Ashram before in my previous life. So she recommended I go meet Swami Chidananda in India. Ich wurde dort auch zum Mönch, aber ja, den oberen Swamis und auch der Führung des Ashrams ist dann klar geworden, dass ich mit Swami Chidananda eben schon in vorherigen Leben zusammen war, und so wurde ein Treffen organisiert und letzten Endes haben sie mich nach Indien geschickt. That's how I came to Rishikesh, India and joined Shivananda Ashram in 1991. Auf diese Art und Weise bin ich 1991 nach Indien gekommen, nach Rishikesh, und bin dem Shivananda Ashram beigetreten. I stayed there for 12 years. I served Swami Chidananda as his personal attendant. Und ich bin dort für 12 Jahre, war ich im Shivananda Ashram und ich habe Swami Chidananda einfach als persönlichen Assistenten gedient. Swamiji asked me to start the audio-visual department for collecting all of Swami Shivananda's movie films and audio recordings, photographs, and start producing them for the public. Und Swamiji bat mich, dass ich doch das Audio-Video-Archiv gründen möge und dass ich all das vorbereiten könne und bearbeiten könne, dass es auch der Öffentlichkeit zugänglich wird. Eventually, I wanted to go into the forest
and start doing my practice more in the forest. Letztendlich wollte ich aber in den Wald gehen und wollte dort meiner Praxis mich ein bisschen mehr widmen. And I felt that as Swamis are professing nonviolence, and it's time we set an example living nonviolently with the earth. Und da Swamis sich ja wirklich der Gewaltfreiheit verpflichtet haben, habe ich gedacht, es ist auch an der Zeit, dass wir gewaltfrei mit unserer Umwelt umgehen, mit der Erde. So gradually I started going more in the forest, and then eventually Swami Chidananda suggested I live in the forest, and that's how I came to have the present ashram I have. Und so bin ich immer mehr in den Wald gegangen und Swami Chidananda hat mir vorgeschlagen, ich möge doch im Wald leben, und auf diese Art und Weise bin ich dann zum Ashram gekommen, wie ich ihn jetzt habe. So my ashram is 25 kilometers from Shivananda Ashram from Rishikesh. Mein Ashram liegt 25 Kilometer entfernt vom Shivananda Ashram in Rishikesh. By car, Mit dem Auto sind es 25 Kilometer. 9 kilometers by walking through the Tiger Reserve. Und wenn man durchs Tigerreservat zu Fuß geht, sind das 9 Kilometer. The tigers will bother you. Be careful of the elephants, though. Die Tiger werden dir nichts tun, aber pass auf die Elefanten auf. So I built my ashram with stones from the land. Mein Ashram habe ich mit Steinen, die dort auf dem Land waren, aufgebaut. And I have a couple guest rooms, so people can come and visit if they're sincere about their spiritual practice or if they have questions. It's not for doing seminars, but I do help people with their practice, and they come for spiritual practice and yoga and such like that. Ich habe einige Gästeräume, einige Gästezimmer, und aufrichtige spirituelle Suchende, die können kommen, und ich helfe ihnen ein wenig im spirituellen Leben. You can either write to me through Facebook at Swami Bodhichitananda, or my email is bodhichitananda@gmail.com if you want to come and visit. Und ihr könnt mich anschreiben, entweder kontaktiert ihr mich über Facebook, Swami Bodhichitananda, oder auch mittels E-Mail bodhichitananda@gmail.com. And I pray to God that I live the rest of my life in the Himalayas by Mother Ganga, and I leave my body by the side of Mother Ganga. Und ich bete zu Gott, dass ich den Rest meiner Lebenstage im Himalaya bei Mother Ganga verbringen darf. Und ich bete auch darum, dass ich meinen Körper bei Mutter Ganga verlassen darf. Aber davor bitte kommt und besucht mich. So thank you. Danke euch. Hari Om. Hari Om.